APIS entwickelt seit über 25 Jahren Softwarelösungen für die Erstellung von FMEAs für robuste Produkte und Prozesse. Wir werden oft von neuen Kunden gefragt, wie man eine mit Excel erstellte FMEA in die IQ-Software importieren kann. In diesem Video wird unsere Importfunktion anhand eines Prozess-FMEA-Beispiels erklärt und gezeigt, wie Sie so die bereits erarbeiteten Daten weiterverwenden können. Gehen Sie auf Datei, Import, Excel-Datei importieren. Ein Dialog wird geöffnet, der Ihre in einem Tabellenkalkulationsprogramm erstellte FMEA anzeigt und Ihnen ermöglicht, die Daten zuzuordnen. Stellen Sie sicher, dass Sie in der IQ-Software die richtige Excel-Registerkarte ausgewählt haben. Beachten Sie, dass die Option Alle Tabellen einlesen jede Excel-Registerkarte als separate Struktur in die resultierende IQ-Datei importiert. Die meisten FMEAs werden Kopfdaten enthalten. Wählen Sie also aus, in welcher Zeile die IQ-Software den Import aus dem Tabellenblatt beginnen soll, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zelle in der entsprechenden Zeile klicken und Erste Zeile mit Daten auswählen. Jede Spalte mit relevanten Daten muss einem bestimmten IQ-Objekt oder Attribut zugeordnet werden. Dies können Funktionen, Fehlfunktionen, B-Bewertungen, Notizen oder andere Daten sein, die für Ihre FMEA wichtig sind. Um dies zu veranschaulichen, führen wir Sie nun Schritt für Schritt durch den Importprozess und sehen, wie die IQ-Struktur nach und nach aufgebaut wird. Konzentrieren wir uns auf die ersten 3 Spalten: der Prozessschritt, seine entsprechende Prozessnummer und die Funktionen. Um die Spalten zuzuordnen, klicken Sie auf den Abwärtspfeil. Das Objekt für den Prozessschritt wird in der IQ-Software als Systemelement bezeichnet. Die Prozessnummer kann als Sachnummer vergeben werden. Diese ist ein Attribut des Systemelements. Spalte C wird dem Objekt Funktionen zugewiesen. Schauen wir uns an, wie das in der IQ-Software umgesetzt wird. Auf der zweiten Ebene der Struktur können Sie Ihre Prozessschritte als Systemelemente mit ihren jeweiligen Funktionen finden. Einige Daten sind möglicherweise standardmäßig nicht sofort sichtbar. Um diese einzublenden, öffnen Sie einfach die Anzeigeoptionen und aktivieren die erforderlichen Optionen. In Spalte D finden Sie die Fehlerart. F enthält die Folgen und H die B-Bewertung der Folgen. Spalte I enthält hier die Ursachen und J die entsprechende Klassifizierung. Natürlich können einige Excel-Spalten leer sein. Und so wird dann die FMEA-Struktur in der Software aussehen. Den Funktionen sind nun auch Fehlfunktionen mit weiteren Eigenschaften zugeordnet. Am Wurzelelement finden Sie Ihre Fehlerfolgen unter einer automatisch generierten Funktion mit dem Namen Funktion für Fehlerfolgen. Dies liegt daran, dass das Datenmodell der IQ-Software nicht zulässt, dass eine Fehlfunktion erstellt wird, ohne dass sie an einer Funktion verankert ist. Die meisten Excel-FMEAs enthalten aber keine Informationen für die Funktionen auf der ersten Ebene. Des Weiteren sehen Sie auf der dritten Ebene automatisch erstellte Systemelemente, die jeweils auch eine generische Funktion enthalten. Diese müssen angelegt werden, damit unsere Fehlerursachen korrekt verankert werden können. Attribute wie Klassifizierung sind der Ursache zugeordnet. Die Fehlfunktionen können im Fehlernetz dargestellt werden, da die IQ-Software die Fehlerarten, Ursachen und Folgen entsprechend der Logik aus der Excel-Datei verknüpft hat. Ordnen wir nun die Spalten für Maßnahmen, A- und E-Bewertung und die restlichen Daten für die Maßnahmenoptimierung zu.
Ein Import der RPZ oder Aufgabenpriorität ist nicht nötig, da die IQ-Software diese automatisch ermittelt. Außerdem können Sie eine sich wiederholende B-Bewertung nicht erneut zuordnen, da sie sich während des Optimierungsschrittes nicht ändert. In der letzten Ebene Ihrer Struktur finden Sie nun auch Maßnahmenstände mit Bewertungen, Terminen und Verantwortlichen. Wenn Sie vermeiden wollen, dass doppelte Objekte für die gleichen Folgen erstellt werden, können Sie die zusätzlichen Optionen im Import-Dialog nutzen. Folgenobjekte werden nur zusammengeführt, wenn sie exakt gleich geschrieben sind und die gleiche B-Bewertung zugewiesen bekommen haben. Diese Zusammenführung ist auch bei Funktionen und Fehlerarten möglich. Wenn Sie Ihre Excel-Tabelle so strukturiert haben, dass mehr als eine Fehlerfolge, Ursache oder Maßnahme in einer Zelle aufgeführt ist, können Sie diese Funktionalität benutzen, um daraus einzelne Objekte zu erzeugen. Hier werden die Fehlerfolgen mit einem Komma getrennt. Theoretisch kann jedes beliebige Zeichen als Trennzeichen verwendet und hier definiert werden. Beachten Sie aber, dass bei Verwendung dieser Option die Logik auf alle Folgen, Ursachen und Maßnahmen angewendet wird. Stellen Sie also sicher, dass das angegebene Trennzeichen nicht für einen anderen Zweck verwendet wird. Wenn Sie einen Zeilenumbruch verwendet haben, dann geben Sie die unten genannte Zeichenfolge ein. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie jetzt Ihre Zuordnungsstrategie zur späteren Wiederverwendung speichern. Um eine gespeicherte Strategie auszuwählen, klicken Sie auf Auswählen. Klicken Sie nun auf OK, um Ihre Datei zu importieren. Alle importierten Daten können jetzt in den verschiedenen Editoren dargestellt und bearbeitet werden, zum Beispiel im FMEA-Formblatt. Wählen Sie das für Sie relevante Layout. Die IQ-Software wurde entwickelt, um Sie bei der strukturierten Erstellung von FMEAs zu unterstützen. Aus diesem Grund werden mehr aussagekräftige Daten benötigt, als normalerweise in Excel FMEAs enthalten sind. Daher sollte nun eine Umbenennung der generischen IQ-Objekte folgen, um die Struktur- und Funktionsanalyse zu vervollständigen. Wenn Sie Merkmale und weitere Daten aus einem Excel-Kontrollplan importieren wollen, ist dies über den Befehl Merkmale importieren in gleicher Weise möglich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, dass Sie dieses Video hilfreich fanden. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Fragen haben.